Herzlich willkommen zurück bei festivalzombie.com. Ich sitze hier schon wieder, oder immer noch, mit Jungs der Bands Bulldriver aus Dithmarschen und Schwund aus Hamburg. Und mein Kumpel Lennart ist auch noch am Start. Der spielt bei Helene Fischer mit. Am Kleid, ja. Heute reden wir über mögliche Charaktere, die in dem Film mitspielen sollen, den wir machen. Und welche Schauspieler die spielen wollen. Jungs, wir haben jetzt einen Zombie-Film auf dem Festival. Hauptdarsteller oder Hauptcharakter, Hauptprotagonisten. Wollt ihr lieber einen Einzelkämpfer? Wollt ihr lieber einen Buddy-Movie? Wollt ihr lieber ein Ensemble? Was würde euch da besser gefallen? 80er Jahre Action-Man? 80er Jahre Buddy-Movie? Oder halt so ein Ensemble, was ich so ein bisschen Tarantino-mäßig, keine Ahnung. Worauf steht ihr mehr? Gruppen. Eine Gruppe, die sich zusammenfindet und da dann über den Platz marschiert. Ja, also Gruppen, die überleben oder irgendwie. Ja, bei Gruppen hat man ja die Möglichkeit, wenn man 5, 6 Leute hat, denen unterschiedliche Charaktereigenschaften zu geben. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir eine 5 Mann starke Truppe haben. Ja, was für Charaktereigenschaften sollten die einzelnen Leute haben? Was für Typen müssen das sein? Also, einer ist ja meistens besonders kräftig. Dann hast du mal wieder einen Angsthasen dabei, es ist immer so. Oder dann hast du auch jemanden dabei, der immer irgendwelche Entscheidungen trifft, die scheiße sind oder die Gruppe in Gefahr bringen. Die hysterische Frau. Ja. Genau. Geisterschiff der schwimmenden Leichen. Skelett. Die Frau im Bikini. Ja, aber die hysterische Frau, die ist ja nicht in dem Ensemble drin. Wann hast du mal eine Frau auf dem Festival gehabt, die betrunken war und nicht hysterisch war, weil ihr Freund Freund schon mal auf weg dem war? Festival? Ist sie hysterisch, wenn sie betrunken ist? Kein Kommentar, okay. Gehen wir mal davon aus, natürlich, wir hatten das ja vorhin, damals, als wir das letzte Mal das besprochen haben, mit der Geschichte der Liebesgeschichte. Gehen wir mal davon aus, da ist ein Pärchen bei, die sind frisch zusammen. Ja. Sie weiß nicht, was er so macht. Und er ist weg. Weil er gefressen wurde, was auch immer. Und dann fängt sie an, hysterisch zu werden. Die hysterische Frau im Bikini, Brüste sind immer gut. Mhm. Immer von Vorteil. Und Schwarzen noch. Und zwar den Schwarzen, der als erstes stirbt, das stimmt. Ja, aber dann können wir das alles komplett anders machen und der Schwarze ist dann der einzige Überlebende. Oder sind nur so. Schwarze und ein Weißer dabei. Und der überlebt. Ja. Und wenn das mehr so in die lustige Richtung gehen sollte, dann müssten auf jeden Fall auch 2 Kiffer dabei sein, die ganze Zeit eine Scheiße labern. Oh ne, diese Kifferscheiße geht mir voll auf den Sack. Okay, da könnt ihr natürlich anderer Meinung sein. Sagt mir doch mal, ob Kiffer noch lustig sind. Harte Drogen. Ja, Zombies sind auch nicht mehr lustig. Oder sowas. Aber ne, diesen ganzen Kifferkram. Ich weiß nicht, Cheech and Chong, ja, meinetwegen noch, aber dieser Harold und Kumar-Kram. Das war super. Nee, weiß ich nicht. Also bin ich nicht so der Fan von, also entscheidet ihr dann mal lieber, was. Ich würde es machen, wenn ihr da alle drauf steht. Aber eine Gruppe von 5 Personen ist zu wenig. Weil wenn du am Festival bist, du findest sofort Freunde. Das heißt, du hast mindestens eine Gruppe von 20 Leuten. Ja, mindestens. Sollen die Helden oder die Protagonisten, sollen das Leute vom quasi Festivalgänger selbst sein? Oder sollen das lieber Leute, da wir quasi aus dem Bereich kommen und da arbeiten, vom Backstage-Bereich sein? Leute, die da arbeiten, das aufbauen und so weiter und so fort. Die können nix. Die Sekos fallen raus. Ja, die Sekos fallen raus. Die sind einfach dumm. Entschuldigung. Da ist nicht viel los in der Mütze. Bademeisterfigur und das war's. Ich glaube, das schneiden wir raus, sonst kannst du jeder mal nehmen. Man könnte ja auch eine Band nehmen. Das ist auf jeden Fall Band samt Gefolge. eine coole Die Band. kommen da an mit ihrem Nightliner. Und Welche Band hat denn als Gitarre zum Beispiel eine Streitaxt? Kiss. Zum Beispiel. Ja, aber die sind 1000 Jahre alt, das kannst du vergessen. Ja, aber das kann man da ja mit reinbringen, dass da eine Band spielt, die irgendwelche Instrumente hat, die nach einer Waffe aussehen und dann auch zufällig wirklich eine Waffe sind. Wie zum Beispiel, ich habe einen Nachbau eines Maschinengewehrs als der Gitarre und die gibt es auch von irgendeinem Typ, baut alte Kalaschnikow-Gitarren um. Schießen die dann auch noch? Alte Kalaschnikow-Waffen, Entschuldigung, die baut er um, dass sie nicht mehr schießen, aber man die das Ding halt als Gitarre benutzen kann. Ja, und aber durch Zufall hat die Band natürlich ein Promo davon, ein Prototyp mit, was natürlich noch schießt. Das schießt noch und ist Gitarre. Ja. Das ist geil. Ja, das wäre dann mit der Band, finde ich super. Dass da eine Gruppe von Band steht aus 4 Leuten.
Die Frau, die hysterische Frau, ist die Sängerin. Nee, Die Groupie. Schlagzeugerin, so ein Tier. Nein, aber das mit der Band finde ich super. Dass eine Band auf jeden Fall eine Band überlebt. Und die Frau ist die auf jeden Fall am Pyrotechnikerin Anfang- von denen. Ja, Oder die Band, geil. nee, oder die Tourmanagerin. Pyrotechnik, Ja, okay, Band jetzt als Protagonist, die sich dann da durchkämpft. die überlebt, Oder- auf eine Band überlebt. Man könnte eine Band ja auch quasi als Verursacher von der ganzen Scheiße dann einsetzen. Irgendeine Band, ja, hat irgendwie neuen Chemikalien für irgendeinen so Bühneneffekt und ja, wegen denen sind dann, brechen dann halt die Zombies da aus. Oder die verwandeln mit ihrem Scheiß, verwandeln sie die Leute in Zombies. Oder die haben irgend so ein, ja, der Sänger war zu faul, irgendwie einen Text für den neuen Song zu schreiben und hat irgendwas aus so einem satanischen Buch aufgeschrieben als Text, singt, beschwört einen Dämon hoch, Das ist ja. beschwört einen Dämon und dann, ups, Oh nein! Das ist ungeschickt. zum Beispiel. Weil auf dem Pult das Fehler passiert ist, das Lied wird, während sie es live spielen, rückwärts abgespielt. Ja, oder so. Irgendwie so. Also man könnte die Band jetzt als Verursacher von der ganzen Misere einsetzen oder eben dann als die Helden, die den Kram dann, die den Tag saven. Beides. Ja, wollte gerade auch ganz. Wie wär's denn mit beidem? Die verursachen es und dann so, oh Scheiße, wir haben Mist gebaut, jetzt müssen wir uns auch wieder bereinigen. Gut, dann muss es aber eine fiktive Band sein. Also, Genau, für beides kann man ja nehmen. Das Intro für das Festival Oh, es geht auf, wird rückwärts abgespielt. Dadurch kommt die satanische Botschaft nach oben. ja. Also, Leute, wenn ihr die Idee mit der Band gut findet, in welchem Sinne auch immer, ob sie der Verursacher sind oder ob sie beides sind, dann auch quasi dann hinterher ihre Scheiße hinter sich aufräumen. Und wie soll die Band heißen? Wir brauchen Bandtitel. Ich glaube, das kann lustig werden, wenn die Leute mit irgendwelchen Bandtiteln ankommen. Slayer. Nee, Sailor. Sailor. Ja, der Auto Eisenkaiser ist schon gesichert, das ist meiner. Stahlhaken auch. Nee, das, was auf dem Auto war, wo einer Slayer draufschreiben wollte, Slayer Gaffer, mit J. und da hat er Sailor drauf. Gut, okay. Gehen wir jetzt noch einfach mal davon aus, Band nehmen wir nicht. Wir haben aber trotzdem ein Ensemble. Da steht ihr anscheinend am ehesten drauf. Was für Charaktere oder Charaktereigenschaften sollten die haben? Haben wir jetzt so einen MacGyver-Typen dabei, der dann, der dann Waffen und Fahrzeuge umbasteln kann und noch zusammenbasteln und so weiter? Oder irgend so einen Anführertypen, Vom wie auch Police immer. Academy, so ein Waffennah. Wie hieß er denn? Tackleberry. Ja, Tackleberry. so einer. Man braucht auf jeden Fall einen, der erfinderisch ist, zumindest. Der erfinderisch ist. Ja, der aus Kram, der da ist, Waffen bauen oder halt auch umfunktionieren kann oder wie auch immer. Game Over. Ja, also so ein Bastler-Typen. Ja, gut, okay. Und wen könnte man sich da als Schauspieler vorstellen? Der das Geld? spielen soll? Zur Verfügung. Nee, fallen euch da irgendwelche Schauspieler zu ein, die man da benutzen könnte? Benutzen. Ist überhaupt die Möglichkeit da, sowas zu benutzen? Preiskategorie? Ach, wir spinnen ja jetzt erstmal nur Okay, rum. Außerdem müssen die ja nachher bei uns angebettelt kommen. Oh, bitte lass uns da mitspielen. Ja, dann Tackleberry. Der ist tot. Der ist tot? Der ist Ach, tot. Scheiße. Uns fällt jetzt kein Bastler ein. Okay, eure Aufgabe. Wer jetzt ein Bastler-Charakter, wer fällt euch da ein, wen man da als Schauspieler einsetzen könnte? Gut, anderer Charakter. Zum Beispiel so ein Anführertyp. Also in so einer Gruppe ist ja dann auch so ein ja, wer ist der Typ bei Walking Dead? Grimes? Rick Grimes. So ein Typ, also so ein Anführer. Ja, wen könnte man da, und jetzt sagt nicht den Lincoln, wen könnte man da jetzt einsetzen? Muss nicht unbedingt, kann ja auch ein Musiker sein, der dann halt nicht seine Rolle als Musiker einnimmt. Donald Trump. Cut. Ja, Einreisestopp. Mambo Kurt. Als Anführer, ja geil. Ja, der hat ich glaube, im Mambo dann eher als Verursacher von der ganzen Scheiße. Satanische Orgelmusik. Ja, und dann wollen wir den Film als ernsthafte, also deutsche so Schauspieler. gesellschaftskritischen Film, als ernsthaft. Mambo Kurt spielt satanische Musik und verkaufen wir so. Was wolltest du gerade sagen? Anführer. Deutsch.
Ist scheißegal. Wer auch immer euch einfällt. Deutscher, Ami, Chinese, mir Latte. Til Schweiger. Nein, Hau ab! der kann gehen weg. Den braucht kein Mensch. Entschuldigung. Der soll Manta fahren. Ja, da die war Fresse cool. halten. Was gibt's noch? Moritz bleibt treu. Ja, finde ich auch so langweilig. Der ist super als deutscher Schauspieler. Ja, okay, der ist echt gut, aber Jürgen Vogel, der hat Christian die Welle Ulmen. gut gemacht, der hat das Jürgen Bitte? Vogel. Christian Ulmen. Oder der Hitler Also- hier, Christian, wie heißt er? Christian, hier, wie heißt er denn? Maria Herbst. Ist das der? Stromberg. Stromberg, der ist ein guter Anführer. Hitler hat er super gespielt. Hitler als Anführer. wird wiedergeholt. Ja, da kann man dann die Iron Sky von Ja, aber eben, also Nazi-Zombies gab es ja schon überall, aber dann brauchen wir die nicht auch noch auf dem Festival. Dann die Judenzombies. Boah, Alter, Cut. Anführer, der muss groß und brutal Machete. Punkt. Ah, nee, der ist klein und der ist brutal. dumm. Nee, der hat nicht viel in der Mütze. Ralf Möller. Nee. Ralf war doch auch Ralf Richter. Der Winkel. Ralf Bauer. Leute, denkt euch mal einen vernünftigen Schauspieler als Anführer hier aus. Und Michael schreibt ihn Biehn. direkt an. Und fragt mich schon mal, was Michael Biehn. Mr. Bean. Michael Biehn. Kyle Reese von Terminator 1. Wer? Kyle Reese von Terminator 1. Der Vater von John Connor. Kyle Gass von... von den Nations D. Sagt mir bitte, was ihr davon haltet. Die sind alle scheiße. So, okay, dann hätten wir den zum Beispiel. Den Trottel. Der alles Trottel. kaputt macht, der immer zu laut ist und im Weg rumläuft. Mr. Bean. Jack Black oder Zach Galifianakis oder wie der heißt. Ja, bezahl die mal. Bezahl die mal. Ja, okay, das war. Obwohl, da könnte man Pastewka nehmen. Nee, und vor allem Jack Black könnte dann endlich mal wieder in einer Rolle spielen, wo er tatsächlich auch natürlich reinpasst und wo er ganz im Ernst, viele von seinen aktuellen Filmen finde ich echt beschissen. School of Rock war Gott. High Fidelity war auch super. Peak of Destiny, okay. Das Hallo, er hat deactivated the lasers with his dick. Ja, der war auch in Ordnung. Und King Kong. King Kong war super, ja. Okay, wen könnte man noch alternativ als Trottel hinstellen? Pastewka, wenn es ein Deutscher sein soll, Pastewka. Das ist der größte Idiot im Fernsehen. Guter. Entschuldigung. Der ist super. Ja, okay. Braucht halt noch einen, der gebissen wird und das der Gruppe nicht sagt, dass er gebissen wurde. Ja. Das ist Ja. der Schwarze. Oder also ich würde das gerne so machen, dass man diese ganzen scheiß Klischees echt vermeidet und dass man Ich sich bin schon da... mal auf die Kommentare bei Facebook gespannt. Dann gehst du da, wie hieß es? Also dass man so eine Klischees dann echt eben total ignoriert und umgeht auch. Tucker and Dale vs. Evil. Da wird es ja auch umgangen. Ja. Ja, ja, genau, sowas zum Beispiel. Gut, Trottel, auch nochmal eure Ideen, wenn man da als Schauspieler einsetzen Schreiende könnte. Alte im Bikini? Ja, soll das eine junge Schafe sein oder soll das eher so eine Badass-Milf-mäßige sein? Ja, Mann. Lederklamotten und Peitsche. Und Stapler fahren. Auf Festival, genau. Ja, Durchgeschlafen. ist nicht so abwegig. Ja. Ich sag jetzt nicht warum, dann krieg ich Ärger, aber das geht. Ja, und wen könnte man sich da denn mal vorstellen? Oder wen stellt ihr euch gerade vor? Scheißegal, Und wen könnt ihr auch sagen, ohne dass ihr gleich zu Hause dann ein paar an die Backen kriegt? Meine Mama. Wir runden. Nicht zu brav für so eine Rolle. Verona Boot? Doro Pesch. Ja, die ist. Oh, ist voll geil hier, ist echt super. Und Ja, man darf sie nur von weitem filmen. dann sieht man sie ja noch weniger. Was, die ist so aber das klein. ist besser. Nicht zu nah. Nein, Entschuldigung. Nee, Doro Pesch ist aber gut. Da muss man nicht viel in der Maske machen. Die ist echt nett, die ist echt cool. Aber da müsste man echt viel Maske. Nein, du musst nicht viel machen. Sie wird ja gebissen. Ich glaube, ich werde deine E-Mail-Adresse einfach nochmal unten einblenden. Jedes Mal, wenn du Scheiße redest. Wir hatten, war das Doro Pesch, die wir gesehen hatten? Hatten die da gespielt bei Jakobse? Ja, das war Ripper oder so, was hieß das? Nee, Holy Moses. Das war Holy Moli Moses. Hoses. Holy Hoses. Nee, das war nicht Doro Pesch. Ach, das war hier. Nee, die kennen- Regina Klaassen heißt sie. Ja, aber nein, die auch. Nee, Sabina Klaassen. Oh Gott, ey. Die aber auch nicht. Sabina. Holy Moses, nein.
Die kennt ihr die Band Cripper? Britta heißt die Sängerin. Ja, die ist hübsch. Die sieht gut aus und die ist cool drauf. Also die könnte ich mir gut in sowas vorstellen. Bikini oder was? Ja, die kennt man. Ja, aber die sieht gut aus und die hat auch coole Ausstrahlung. Also die könnte ich mir tatsächlich daran vorstellen. Sagt mir auch nochmal eure Meinung dazu und eure Vorschläge dazu. In die Comments oder auf festivalsong.com zuschicken. Gut, dann haben wir, was haben wir jetzt? Wir brauchen... Eine scharfe Braut, Anführer, Bastler, Trottel, Der Trottel, das wäre sowas wie Doofy, ne? Wie Scary Movie. Officer Doofy. Ja. Okay, dann sind wir aber. Ja. Dann braucht man noch einen, der sind wir alles... dann, Nein, da braucht noch einer, der alles irgendwie so... ist das denn wirklich, meint ihr? So ein Besserwisser. Klugscheißer. so ein Nerd. Ja, Klugscheißer. Aber so ein Arschloch. Ein Arschloch-Nerd. Ein Arschloch-Nerd. Nee, so ein Besserwisser, Weichei. Ja. Der da eigentlich gar nicht mit hin wollte. Und Ja, so ein Nerd, der die ganze Zeit sagt, was ist das hier Ja. für Scheiße? Ja, genau. für den alles neu ist. Ja, genau, ja, so ein Klugscheißer, Arschloch, der dann andere Leute vorschickt und macht ihr mal und. Ja, so ein Hipster so auf vom Latte Macchiato-Strich, also so ein Arschloch-Community. So. So ein Veganer. Latte Macchiato-Stricher von der Sternschanze. Da hätte ich auch schon einen. Das war mein Arbeitskollege. Bei dem will ich den Ruhm nicht gönnen. Bis er gebissen wurde. Ach komm, wir können ihn ja hassbar machen. Nein, der ist scheiße. Nee. Soll ich den Namen sagen? Nein. Nee, machen wir nicht. Wir blenden ihn ein. Er sieht aber so aus. Ja, und das ist wichtig, dass dieser Klugscheißer, der muss unbedingt ein Camp David T-Shirt oder Jacke haben. Das unbedingt. Oh, und Fred Perry Cap. Und weil da kann man nämlich dann noch die Nee, nicht Fred Perry, wie heißt sie? Ed Hardy Cap. Ed Hardy Cap und Camp David. Rosa Poloshirt, Kragen hochgeklappt, Camp David im Nacken stehen. Und die Canada Goose Jacke mit Fellkragen, mit echtem Fellkragen. Biberarschhaar oder? Nachgerüstet. Riecht ein bisschen streng. Originales Biber. Ja, Biber ist wichtig. Rettet den Wald, esst mehr Biber. Ja, also, okay. Jetzt hier Arschloch-Nerd, Besserwisser, Penner. Arschloch-Typ halt eben in der Gruppe. Sonst irgendwelche bekannten Schauspieler oder Musiker, die euch dazu einfallen, die noch spielen könnten? Irgendein von JBO. Die kommen alle so hochnäsig rüber. Ich glaube, die könnten das auch ganz gut spielen. Nicht, aber dann würde ich nicht Vito, sondern diesen Hannes G. Laber. Der sieht so ein bisschen nach Arschloch aus, finde ich. Nee, ich finde den Blonden schon schlimmer. Aber Ja? der Hannes Gilaber ist ein den cool, weil er einen coolen Namen hat. Nee, Okay, aber ja, könnte man was machen. Hochnäsiges. Gut. Auch eure Tipps da nochmal zu oder eure Vorschläge, welcher Schauspieler das dann machen könnte. Das Arschloch in der Gruppe. Gut. Also, dann sind wir jetzt bei 5 Leuten oder so, ne? Nee. Ja. Arschloch, Milf, Anführer. Dann gibt es noch die Mitläufer. Das sind so eine Gruppe von 10. Die machen alles, was irgendeiner sagt. Das sind also die Red Shirts oder was? Die da vorne in der Front sind. Hier, geh da mal hin und Die Security. lass dich mal... Ja, top. Hier, Hilfe! Ja gut, könnte man machen. Und dann, ja. Wie sieht's denn mit Gegnern aus? Also mit den Bösewichten, mit den richtigen blöden, mit den Gegenspielern in dem Film. Was könnten das für Leute sein? Haben wir jetzt irgendwie, gut, wir haben jetzt einen Zombie-Ausbruch. Also irgendwie jemanden, der den ganzen Scheiß dann noch irgendwie sabotiert oder keine Ahnung, oder den Leuten nur im Weg ist mit seinen dämlichen Entscheidungen, wie auch immer. Irgendwie Gibt sowas. es im Hintergrund auf Festivals Leute, die daraus Geld ziehen könnten, indem sie das T-Virus, wenn wir jetzt mal von Resident Evil ausgehen, nennen wir es jetzt einfach mal so, das W-Virus, das geldlich benutzen können. Ja, man könnte das aber auch so machen, dass quasi Zombie-Ausbruch, Militär hier sperrt das gesamte Gebiet ab, so dass keiner raus Das und wär reinkommt. Klischee. Und ja, das wäre wieder ein Klischee, das Kein stimmt. Militär. Dann könnte man aber zum Beispiel auch sagen, das Arschloch, gut, dass das zwar keine Kohle daraus zieht, wenn da jetzt irgendwie alles kapeister geht, sondern dass es einer ist, der so verkopft bürokratisch ist und
eben den ganzen Rock'n'Roll-Faktor aus so einem Festival quasi rauszieht mit seinem bürokratischen Verhalten. Der kein Stück, wenn du den ansiehst, dass es ein Büro hängst mit Krawatte und so weiter, der gehört in eine Bank, aber nicht auf ein Festival. Und dass so ein Typ, ja, ich habe jetzt die Leitung übernommen und bla 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 und nein, bitte Sicherheitsschuhe, so und so weiter und bitte deine Alarmweste an und ihren Blinklicht auf dem Kopf. Falls sich einer von der Baugenossenschaft angesprochen fühlt, gerne melden. Jakobs E-Mail-Adresse wird eingeblendet. Den anderen hätte ich auch einen Namen, aber der kriegt auch Ärger, wenn ich den sage. Nee, brauchen wir nicht die von mir. Bösewicht. Ja, Kann das fällt euch da noch abstrus irgendwas zu ein? Oder braucht man bei sowas überhaupt einen Bösewicht? Reicht die Situation selbst als Also Gegenspieler? ich meine, bei sowas reicht die Situation, dass du halt Zombies hast oder halt Ja. Fressende, wie auch immer, dass die Bedrohung genug sind. Da brauchst du nicht. Weil wer stellt sich denn auf die Seite von Zombies? Ein autistisches Kind. Sheldon Cooper. Ja, geil. Ja, oder wenn man jetzt wieder zurückgeht auf dieses hier, man kann ja irgendwie Geld rausschlagen, der hat, die Versicherung dafür kassieren, wenn das Festival Kapaister geht oder sowas. Ein Versicherungstyp. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Super Alien-Zombie. Wie ist das eigentlich für Sie? Mach mal weiß ich auch nicht, ich steck da nicht drin. Oder mal eure Ideen für potenzielle Bösewichte, die man jetzt, oder Gegenspieler, die auf dem Film mitspielen können. Und die Schauspieler, die das machen können. Genau, fällt euch dazu einer ein, der Arschloch spielen könnte noch? Egal. Muss das Gute eigentlich gewinnen? Stimmt. Gute Frage. Kann der Böse nicht auch der Gute sein? Oder der Gewinner. Zombieland ist auch nicht vorbei. Ja, wir können auch Spin-Offs machen. Mit irgendwelchem Scheiß. Je nachdem, was da noch passiert. Die Leute sollen ja ihre Ideen noch mit einschicken und dann sehen wir weiter, was dann passiert. Wo die ganze Reise dann überhaupt hingeht. Worauf die Leute Bock haben. Da schauen wir dann einfach mal. Gut, Leute, dann beenden wir die Diskussion über potenzielle Charaktere, die in dem Film mitspielen sollen und deren Schauspieler, die sie spielen sollen. Und ja, wir rufen euch dazu auf, eure Ideen einzuschicken. Wollt ihr lieber so ein Ensemble, eine Gruppe von 5, 6, 7, 8 Mann? Wollt ihr lieber so ein Buddy-Movie mit 2 Mann, so à la Lethal Weapon? Oder wollt ihr so 80er Jahre den Lone Wolf Action Hero à la Schwarzenegger Stallone? Und welche Schauspieler ihr da in den Rollen seht? Schreibt das unten in die Comments und beziehungsweise auf festivalzombie.com und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.